Stellen Sie sich einen einzigen Beitrag vor, der Millionen beeinflussen könnte, Meinungen formt, Bewegungen entfacht oder sogar Chaos auslöst. Im digitalen Zeitalter sind soziale Medien mehr als nur eine Plattform zum Teilen von Fotos oder Gedanken. Es hat die Macht, Nationen aufzubauen oder zu zerstören, Generationen zu formen und sogar den Verlauf der Menschheit zu beeinflussen. Aber wie funktioniert diese unglaubliche Macht und was sind die Folgen, wenn sie schief geht? Bleiben Sie bei uns, während wir in die tiefgreifenden Auswirkungen von Inhalten in sozialen Medien auf unsere Welt heute eintauchen. Wir behandeln ein drängendes Thema: den Einfluss von Inhalten in sozialen Medien in einer Welt, in der ein einzelner Tweet eine Revolution auslösen oder ein virales Video die öffentliche Meinung beeinflussen kann. Dieses Verständnis ist entscheidend. Wie können soziale Medien eine bessere Welt aufbauen? Und wie können sie ebenso leicht zu ihrem Untergang beitragen? Soziale Medien haben die Art und Weise, wie wir kommunizieren und interagieren, verändert. Mit Milliarden von Nutzern weltweit hat jedes Stück Inhalt das Potenzial, ein riesiges Publikum zu erreichen. Aber mit dieser Macht kommt Verantwortung. Lassen Sie uns erkunden, wie Inhalte in sozialen Medien Gesellschaften auf verschiedenen Ebenen beeinflussen können. Eine Nation aufbauen. Soziale Medien waren entscheidend für die Gestaltung von Nationen, indem sie eine Plattform für Informationsverbreitung, Gemeinschaftsengagement und Mobilisierung bieten. Zum Beispiel waren während des arabischen Frühlings soziale Medienplattformen entscheidend für die Organisation von Protesten und die Mobilisierung internationaler Unterstützung. Die Fähigkeit, Informationen sofort zu teilen und darauf zuzugreifen, half den Menschen, sich gegen unterdrückerische Regime zu vereinen und zeigt, wie soziale Medien bedeutende politische und soziale Veränderungen vorantreiben können. Besonders die jüngere Generation wird stark von sozialen Medien beeinflusst. Plattformen wie Instagram, TikTok und Twitter sind nicht nur zur Unterhaltung da. Sie prägen kulturelle Normen und Werte. Virale Herausforderungen, Influencer-Empfehlungen und trendende Hashtags können alles von Mode bis zu sozialen Einstellungen beeinflussen. Soziale Medien können positive Verhaltensweisen wie das Bewusstsein für psychische Gesundheit oder Umweltverträglichkeit fördern, aber sie können auch schädliche Stereotypen aufrechterhalten oder unrealistische Erwartungen schaffen, die die Menschheit beeinflussen. Auf globaler Ebene verbinden soziale Medien Menschen über Kontinente hinweg und erleichtern interkulturelle Austausch und Zusammenarbeit. Initiativen wie globale Fundraising-Kampagnen oder internationale Aufklärungskampagnen können weitreichende Auswirkungen haben. Soziale Medien können jedoch auch ein Nährboden für spaltende Rhetorik und Fehlinformationen sein, die die globale Harmonie und Zusammenarbeit beeinträchtigen. Lassen Sie uns zunächst untersuchen, wie soziale Medien eine Kraft für das Gute sein können. Unternehmen A verwendet Social Media. Bewusstsein und Advocacy. Soziale Medienplattformen sind zu mächtigen Werkzeugen für Advocacy geworden. Kampagnen wie Meet You und Black Lives Matter haben gezeigt, wie Online-Plattformen das Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeit schärfen und globale Unterstützung mobilisieren können. Diese Bewegungen haben zu realen Veränderungen geführt, einschließlich politischer Reformen und eines erhöhten öffentlichen Bewusstseins für Themen wie sexuelle Belästigung und Rassengleichheit. Bildungs- und Informationsplattformen wie YouTube und Twitter bieten Zugang zu einer Vielzahl von Bildungsinhalten, von Wissenschaft und Geschichte bis hin zu DIY-Tutorials und professionellen Ratschlägen. Soziale Medien machen Wissen einem globalen Publikum zugänglich. Während der Covid-19-Pandemie
waren soziale Medien entscheidend für die Verbreitung wichtiger Gesundheitsinformationen und die Verbindung von Menschen mit Ressourcen und Unterstützung. Gemeinschaft und Verbindung. Soziale Medien helfen Einzelpersonen, sich mit Gleichgesinnten zu verbinden und unterstützende Gemeinschaften aufzubauen. Für marginalisierte Gruppen oder Menschen in abgelegenen Gebieten können diese Verbindungen Lebenslinien sein. Online-Communities bieten einen Raum für Menschen, um Erfahrungen auszutauschen, Unterstützung zu finden und an gemeinsamen Zielen zusammenzuarbeiten, wodurch ein Gefühl von Zugehörigkeit und Solidarität gefördert wird. Indem wir das positive Potenzial sozialer Medien nutzen, können wir stärkere, informiertere und verbundene Gemeinschaften aufbauen. Es geht darum, diese Plattformen zu nutzen, um Gutes zu verstärken, Wissen zu verbreiten und einander zu unterstützen. Aber soziale Medien sind nicht ohne Gefahren. So können sie destruktive Auswirkungen haben. Fehlinformation und Propaganda. Die Fähigkeit sozialer Medien, Informationen schnell zu verbreiten, kann ein zweischneidiges Schwert sein. Fehlinformation und Propaganda können sich ebenso schnell verbreiten wie genaue Informationen. Falsche Behauptungen über Gesundheit, Politik oder soziale Themen können zu öffentlicher Panik, schädlichem Verhalten und Vertrauensverlust in Institutionen führen. Die Verbreitung von Fehlinformationen über Impfstoffe hat beispielsweise ernsthafte Folgen für die öffentliche Gesundheit gehabt. Cybermobbing und Belästigung. Die Anonymität, die soziale Medien bieten, kann zu einer Zunahme von Cybermobbing und Belästigung führen. Opfer von Online-Missbrauch erleben oft schwerwiegende psychologische Auswirkungen, einschließlich Angst, Depression und sozialer Rückzug. Die Leichtigkeit, mit der Menschen andere online belästigen können, zusammen mit dem Mangel an Verantwortung, macht dies zu einem bedeutenden Problem. Polarisierung und Echokammer-Medienalgorithmen priorisieren oft sensationelle Inhalte, die hohe Interaktionen erzeugen. Dies kann Echokammern schaffen, in denen Nutzer nur Informationen ausgesetzt sind, die ihre bestehenden Überzeugungen verstärken. Solche Umgebungen können politische und soziale Spaltungen vertiefen, kritisches Denken reduzieren und Intoleranz fördern. Diese Polarisierung kann den demokratischen Prozess untergraben und konstruktiven Dialog behindern. Bei Missbrauch kann soziale Medien Konflikte beschleunigen, Hass verbreiten und zum Zerfall des sozialen Zusammenhalts beitragen. Diese Risiken zu erkennen, ist entscheidend, um ihre Auswirkungen für diejenigen zu mildern, die mit sozialer Ungerechtigkeit konfrontiert sind. Soziale Medien können sowohl ein Werkzeug der Ermächtigung als auch eine Quelle von Widrigkeiten sein. Zu verstehen, wie man sie effektiv nutzt, kann Ihnen helfen, für Veränderungen einzutreten und sich mit unterstützenden Gemeinschaften zu verbinden. Es ist jedoch auch wichtig, sich der potenziellen Fallstricke bewusst zu sein und zu wissen, wie man sich vor Schaden schützt. Soziale Medien können Stimmen verstärken, die marginalisiert wurden, und eine Plattform für Advocacy und Veränderung bieten. Für Überlebende von Ungerechtigkeiten bietet es einen Raum, um ihre Geschichten zu teilen, sich mit anderen zu verbinden und Unterstützung zu mobilisieren. Es ist jedoch entscheidend, soziale Medien mit einer kritischen Denkweise zu betrachten. Seien Sie sich der Fehlinformationen bewusst, schützen Sie Ihre psychische Gesundheit und nutzen Sie Strategien, um Online-Räume effektiv zu navigieren. Rüsten Sie sich mit Wissen und Ressourcen aus, um soziale Medien für positive Auswirkungen zu nutzen und gleichzeitig deren Risiken zu managen. Indem Sie die positiven Aspekte sozialer Medien nutzen und sich ihrer potenziellen Gefahren bewusst sind, können Sie sie verwenden, um Ihre Sache voranzubringen und sich mit anderen zu verbinden, die sich ebenfalls für Gerechtigkeit einsetzen. Wie können wir soziale Medien nutzen, um sicherzustellen, dass sie aufbauen und nicht zerstören? Hier sind einige Strategien. Überprüfen Sie Informationen.
Überprüfen Sie immer die Fakten und verifizieren Sie die Quellen, bevor Sie Informationen teilen. Fehlinformationen können sich schnell verbreiten und erheblichen Schaden anrichten. Verwenden Sie seriöse Faktenprüfungsseiten und vergleichen Sie Informationen aus mehreren Quellen, um die Genauigkeit sicherzustellen. Fördern Sie positive Inhalte. Teilen Sie Inhalte, die zu konstruktiven Dialogen beitragen und positive Anliegen unterstützen. Heben Sie Erfolge hervor, fördern Sie Aufklärungskampagnen und feiern Sie die Erfolge der Gemeinschaft. Ihr Engagement kann andere ermutigen, an positiven Aktionen und Diskussionen teilzunehmen. Engagieren Sie sich respektvoll, fördern Sie respektvolle Interaktionen und vermeiden Sie es, Belästigung oder Negativität zu unterstützen oder sich daran zu beteiligen. Gehen Sie mit Empathie und der Bereitschaft, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen, an Meinungsverschiedenheiten heran. Respektvolle Dialoge fördern ein gesünderes Online-Umfeld und reduzieren Konflikte. Bilden Sie sich weiter. Bleiben Sie informiert darüber, wie soziale Medienalgorithmen funktionieren und wie sie beeinflussen können, was Sie sehen und teilen. Das Verständnis dieser Mechanismen kann Ihnen helfen, Plattformen effektiver zu navigieren und Fehlinformationsfallen zu vermeiden. Schützen Sie Ihr Wohlbefinden. Setzen Sie Grenzen, um Ihre Nutzung sozialer Medien zu verwalten und Ihre psychische Gesundheit zu schützen. Machen Sie Pausen, beteiligen Sie sich an Offline-Aktivitäten und suchen Sie Unterstützung, wenn die Nutzung sozialer Medien überwältigend wird. Die Priorisierung Ihres Wohlbefindens hilft, eine ausgewogene und gesunde Beziehung zum digitalen Raum aufrechtzuerhalten. Diese Strategien können Ihnen helfen, die Macht der sozialen Medien zum Guten zu nutzen und gleichzeitig die Risiken zu mindern. Nutzen Sie Ihre Plattformen weise und durchdacht, um zu einer informierteren und vernetzten Welt beizutragen. Die wahre Kraft der sozialen Medien liegt im kollektiven Handeln. Wenn sie effektiv genutzt werden, können sie Menschen um gemeinsame Anliegen vereinen, sozialen Wandel vorantreiben und Gemeinschaft aufbauen. Nutzen Sie die Gelegenheit, eine positive Kraft zu sein und arbeiten Sie zusammen, um eine bessere Welt zu schaffen. Indem wir zusammenkommen und soziale Medien nutzen, um positive Botschaften zu verstärken, einander zu unterstützen und für Gerechtigkeit einzutreten. Wir können seine Kraft nutzen, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen. Kollektive Anstrengungen können zu bedeutendem Wandel führen und helfen, globale Herausforderungen anzugehen. Was können Sie also mit diesem Wissen tun? Nutzen Sie es, um soziale Medien achtsam und verantwortungsbewusst zu navigieren. Teilen Sie positive Inhalte, beteiligen Sie sich an sinnvollen Gesprächen und schützen Sie sich vor schädlichen Einflüssen. Ihre Handlungen in sozialen Medien können dazu beitragen, eine bessere Nation, Generation und Menschheit aufzubauen. Wenn Sie dieses Video aufschlussreich fanden, beginnen Sie hier und schließen Sie sich der Reise der Überlebenden von Ungerechtigkeiten an, um mehr Inhalte über die Navigation und Nutzung der digitalen Welt für positive Veränderungen zu erhalten. Gemeinsam können wir soziale Medien zu einer Kraft des Guten machen. Denken Sie daran, dass die Inhalte, mit denen Sie sich in sozialen Medien teilen, unsere Welt gestalten. Nutzen Sie diese Macht weise, setzen Sie sich für positive Veränderungen ein und seien Sie eine Kraft des Guten im digitalen Zeitalter. Bleiben Sie dran, bleiben Sie informiert und machen Sie weiterhin einen Unterschied. Tschüss.